Oh, der Herr Anwalt. Guten Abend. Unglaublich, dieser Mensch. Hat er Sie etwa bedroht? Den Reißverschluss, du. Ja, ich weiß. Du, ich habe echt gute Filme mitgebracht. Ich habe keinen Bock, okay? Ich kann einfach den Ton ein bisschen lauter stellen, dann kannst du ungestört mitgucken. Mir wär's lieber, du würdest mit Kopfhörern gucken. Wo haben Sie dieses Foto her? Welches meinen Sie? Ach so, ja, das. Ingrid Bohn. Sie war meine beste Freundin früher. Bis zu ihrem tragischen Tode. Was haben Sie? Diese Frau Ja? war Ihre beste Freundin? Ja, Ingrid Bohn. Eine sehr liebe, nette Frau. Aber warum interessiert Sie das? Und sie ist wirklich tot? Haben Sie Ingrid denn gekannt? Gekannt? Nein. Das heißt, sie war meine Mutter. Was? Mein Gott, das gibt's doch nicht. Du bist Ingrids Sohn? Verzeihung, das konnte ich nun wirklich nicht ahnen. Wissen Sie Genaueres über den Tod meiner Mutter? Wollen Sie es mir nicht sagen? Bitte, ich möchte die Wahrheit wissen. Als Ingrid damals schwanger wurde, hat sie ihr damaliger Freund, also ihr Vater, einfach sitzen lassen. Hat sie mich deshalb weggegeben? Zur Adoption. Jetzt sagen Sie mir schon alles, ich will es wissen. Max, ich darf Sie doch Max nennen. Ihre Mutter war völlig verzweifelt. Sie kam mit dem Alleinsein nicht zurecht. Und? Ja, sie hat sich umgebracht. Gleich nach der Geburt. Klemmt was? Nein, aber ich wusste nicht, wie weit. Danke. Wolltest du nicht Wein holen? Ja, aber du, ich muss morgen ganz früh raus. Ach komm, ein kleines Glas. Der Lieferant kommt ganz früh in Schneiders. Außerdem muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Um was denn? Ja, um die Getränke eben. Was wir brauchen und was nicht. Aber Simon, so eine Liste hat man doch in 2 Minuten zusammen. Außerdem, ich bin ziemlich müde vom Tanzen. Ein andermal, okay? Meinetwegen. Schlaf gut. Du auch. Selbstmord? Ich stand wochenlang unter Schock. Meine beste Freundin von heute auf morgen. Und dann bin ich direkt zu meinen Adoptiveltern gekommen. Das weiß ich nicht. Das Jugendamt wollte mir keine Auskunft geben. Sonst hätte ich mich selbstverständlich um Ingrids Baby, also um sie, gekümmert. Schon gut. Haben Sie noch mehr Fotos von meiner Mutter? Nein, leider nicht. Sie ließ sich nicht gerne fotografieren. Das habe ich wohl von ihr geerbt. Wahrscheinlich. Hat sie denn nie von meinem Vater gesprochen? Wo sie ihn kennengelernt hat, was er beruflich gemacht hat? Sie wollte mir ihn immer vorstellen, aber dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen. Dieser Mistkerl. Er kann froh sein, dass er mir nie über den Weg gelaufen ist. Wieso weiß denn mein Vater überhaupt, dass meine Mutter tot ist? Schwer zu sagen. Er war nicht auffindbar. Spurlos verschwunden. Einfach abhauen, wenn es ernst wird. Solche Typen habe ich immer gehasst. Max, es tut mir alles so leid. Wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Danke. Aber ich muss das alles erstmal verdauen. Also dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wo ist denn das Kinoprogramm? Was willst du dir denn angucken? Bestimmt keinen von den Actionschinken, auf die du so abfährst.
Du, ich mag auch Komödien. Und zufällig habe ich nach meiner Schicht heute auch noch nichts vor. Gibst du mir mal den Kaffee? Soll ich dir eingießen? So, ihr habt also einen neuen Pfleger. Bist du etwa eifersüchtig? Nein. Morgen. Morgen. Kaffee? Ja, gerne. Wow, das ist ja wieder ein Service hier. Dankeschön. Für mich auch bitte. Hier. Wie jetzt? Mir schenkst du keinen ein. Ich dachte, du trinkst Hagebuttentee. Was? Wie kommst du denn darauf? Ja, Kaffee ist ungesund, davon schwitzt man so viel. Oh, Alexa. Ja, hast du selber neulich gesagt. Komm, bevor du dich aufregst, ich gieß dir gerne ein. Dankeschön. Bitteschön. Schon wieder. Noch nicht so ganz nüchtern, hm? Morgen. Und? Wie war's mit Nina? Super. Wir haben denselben Frauengeschmack. Hoffentlich kommt ihr euch deswegen nicht irgendwann mal ins Gehege. Wohl kaum. Nein, jetzt mal ernst. War's ein Reinfall? Im Gegenteil. Nina ist absolut super. Genau auf so eine Frau habe ich immer gewartet. Du hast dich noch mehr in sie verliebt. Ich glaube, ich war noch nie so verliebt. Ich habe nicht die geringste Chance. Und jetzt? Jetzt werde ich mich wohl mit dem Thema Liebeskummer auseinandersetzen müssen. Ich würde dir ja gerne Hoffnung machen, aber dass Nina plötzlich auf Männer steht, das ist... Unwahrscheinlich wie ein Gänseblümchen in der Antarktis, ich weiß. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Hey, Tom, wie lange hast du heute Dienst? Eigentlich bis um 4, aber die halbe Belegschaft im Krankenhaus liegt flach wegen Grippe. Kann also später werden. Du, Uli, Ja? hättest du Lust, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Ich wollte eigentlich was mit Tom zusammen machen. Ja, und wenn der länger arbeiten muss? Geh doch mit Christian. Nee, danke. Was ist denn mit dir los? Nichts? Ja? Wo ist denn mein Arztkittel? Wahrscheinlich da, wo du ihn hingelegt hast. Nee, eben nicht. Ich habe ihn in die Badezimmertür gehängt. Der ist im Schrank. Im Schrank. Sag mal, wie kommst du dazu, meinen Arztkittel zu deinem Chaos zu stopfen? Tja, manchmal räume sogar ich auf. Siehst du mal? Ja, Professor Spangenberg steht aber nicht auf Knitterlook. Da bringt's fertig und schickt mich wieder nach Hause. Hast du keinen Ersatzkittel? Sag mal, was mischst du dich da eigentlich ein? Ach, Tom, jetzt reg dich nicht so auf. Wenn eine Falte drin ist, dann häng ihn auf. Ja, davon wird er aber auch nicht wieder glatt. Und du machst auch nur Unordnung. Jetzt motz Uli doch nicht so an. Ist genauso gut dein Schrank. Alexa, du hältst dich da raus, ja? Danke für die Unterstützung. Toms Ordnungswahn geht mir auf den Zeiger, seitdem ich denken kann. Na, mein Schatz, geht es dir besser? Naja. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Und dich habe ich damit auch noch gequält. Schon gut. Clarissa kann einem ja wirklich den Schlaf rauben. Mich mit dieser Frau einzulassen, das war der größte Fehler meines Lebens. Wie sie sich gestern wieder aufgeführt hat. Naja, vergiss es einfach. Kaffee? Es hat sie einen Dreck interessiert, wie es mir geht. Nicht mal am Geburtstag meines Sohnes nimmt sie Rücksicht. Reg dich nicht auf, Clarissa wird sich nie ändern. Sie hatte mich damals vollkommen in der Hand, weil ich diese idiotischen Geschäfte gemacht habe. Ich musste einfach verschwinden. Sie hat mich glatt erpresst. Ich hätte Ingrid sonst nie verlassen. Hast du Ingrid denn geliebt? Wenn ich geahnt hätte, dass sie sich umbringt. Ich wollte sie heiraten, eine Familie gründen. Das wäre die Chance für mich gewesen. Und Maximilian wäre heute noch am Leben. Entschuldige. Macht ja nichts. Glaubst du, ich verstehe nicht, was in dir vorgeht? Charlie, ich bin ja so froh, dass wir uns begegnet sind. Ich bin ja auch auf Clarissa reingefallen. Auf meine ehemals beste Freundin. Ja, sie benutzt jeden. Sie geht über Leichen. Aber dafür wird sie eines Tages in der Hölle schmoren. Ausgerechnet Nina. Hätte Simon sich nicht in Steffi verlieben können? Nina ist eben genau sein Typ. Stand schon immer auf witzige Filme. Achtung. So, bitte. Danke. Danke. Schade, dass ihr gestern nicht mit wart. Es war so witzig.
Wie schön. Mit deinem Bruder kann man prima abfeiern gehen. Das kann ich mir vorstellen. Vor kurzem fandst du ihn nur noch so furchtbar. Oh, ich habe ihn eben falsch eingeschätzt. Kann sogar einer Hobbypsychologin mal passieren. Hallo? Ja, sofort. Ja, das nächste Mal können wir doch mal zu viert losziehen, okay? Ach, willst du jetzt öfter mit Simon weggehen? Ja, klar. Spricht irgendwas dagegen? Nein. Entschuldigung. Ich komme sofort. Das Geschäft ruft und einkaufen muss ich auch noch. Ach, der arme Simon. Schmachtet jetzt vor sich hin. Sie hat keinen blassen Schimmer. Wir hätten Simon von Anfang an sagen sollen, dass Nina nur auf Frauen steht. Dann hätte er sich gar nicht erst in sie verliebt. Jetzt ist es aber leider zu spät. Du bist wirklich nicht sauer, dass ich dich vorhin so angeflaumt habe. Ach was. Alexa, müsstest du nicht längst in der Schule sein? Ich habe erst zur 3. Stimmt das auch? Ja. Können wir jetzt? Ciao. Ciao. Uli, was ist denn jetzt mit Kino? Heute nicht, okay? Okay. Kannst du mich mitnehmen ins Krankenhaus? Ja, klar. Cool. Alexa, vergiss es. Bei Uli kannst du nicht landen. Uli, bist du bescheuert? Ich? Du. Du machst dich an Uli ran, obwohl er der Freund deines Bruders ist und schwul. Was soll der Schwachsinn? Ich stehe nicht auf Uli. Ach komm, ich bin doch nicht bescheuert. Ich sehe doch, wie der ihn die ganze Zeit anglotzt, wie so ein Sahnetörtchen. Außerdem hast du ihm das Gedicht gegeben. Quatsch. Ach komm, gib's doch zu. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Aber ich weiß es. Du bist nämlich viel zu faul, um eigene Gedichte zu schreiben. Wie bitte? Du hast dieses wunderschöne Gedicht bekommen. Von irgendeinem Volltrottel. Und was machst du? Du reichst einfach weiter. So war's doch, oder? Wie kommst du bloß auf sowas? Ich habe Uli kein Gedicht gegeben. Ja, ja. Was soll überhaupt dieses Verhör? Bist du etwa eifersüchtig? Ist mir viel zu zickig. Du führst dich auf wie ein Parkwächter. Was gehen dich meine Gedichte an? Halt dich gefälligst aus meinem Leben raus, ja? Dann mach auch deinen eigenen Abwasch. Na? Na? Großer Einkaufstag heute. Sag mal, müsstest du nicht eigentlich hinterm Tresen sein? Wenn das Personal die Hälfte vergisst, dann muss die Chefin eben ihre Mittagspause opfern. Dank dir. Was ist? Gab's Ärger im Bistro? Nee, nur ein bisschen wenig geschlafen. Ja, dann komm doch mit rein. Ich mach dir einen Espresso. Ach, besser nicht. Ich leg mich gleich hin. Hast du für heute Abend schon was geplant? Nicht direkt? Ja, prima. Dann gehen wir in die Therme. Schwimmen? Ja, oder Sauna. Ich hab doch überhaupt keine Badesachen. Leih dir was von Marc. Oh, ich dachte, du wolltest die Stadt mal kennenlernen. Und die Therme ist wirklich sehenswert. Whirlpool, römisches Bad. Um 8 im No Limits? Um 8. Ich dachte, du bist in der Kanzlei. Ich kann mich heute sowieso nicht konzentrieren. Stell dir mal vor, Clarissa von Anstetten kannte meine Mutter. Tatsächlich? Ja, sehr gut sogar. Erinnerst du dich an das Foto, das du gesehen hast? Ach ja. Was ist damit? Clarissa hat genau das Gleiche in ihrem Fotoalbum. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was? Die beiden waren mal die besten Freundinnen. So. Das ist ja ein Zufall. Ich war völlig überrascht. Und jetzt weiß ich auch, warum ich nicht bei meinen Eltern aufgewachsen bin. Warum denn? Meine Mutter, sie hat sich umgebracht. Oh. Mein Vater hat sie verlassen, als sie schwanger war. Sie hat es anscheinend nicht verkraftet. Und das hast du alles von Clarissa erfahren? Sehr heftig. Trotzdem bin ich froh, dass ich endlich weiß, was damals geschehen ist. Was hältst du eigentlich von Simon Rohloff? Ja, der ist, glaube ich, ganz okay. Hast du was? Ja, aber keinen Bock drüber zu reden. Oh, Verzeihung, Herr Topp, ich wollte mich nicht aufdrängen. Was hat denn der Kleine? Ich fürchte, der Ärmste ist unglücklich verliebt. Zum Glück habe ich so ein Problem im Moment nicht. Uiuiui. Sag mal, hast du die ganze Stadt leer gekauft? Du, ich war mit Isabel shoppen und jetzt spiele ich den Parkesel. Ja, und wo ist sie? Also entweder noch im Schuhgeschäft 17, 18 oder 19. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause.
Was willst du trinken? Ich hätte ganz gern Wasser, bitte. Ich gehe heute mit Simon in die Therme. War so richtig entspannt. So, Bitte. danke. Sag mal, dein Bruder will doch bestimmt nicht ewig in der Pension wohnen bleiben, oder? Vermutlich nicht, aber warum fragst du? Naja, ich finde nur, wenn er eine neue Wohnung sucht und ich, dann können wir uns doch zusammen nach was umsehen. Zusammen. Ja, ich habe keine Lust, allein zu wohnen. Wieso bleibst du nicht in der Pension? Ach, auf Dauer ist das Zimmer doch wirklich zu klein. Außerdem, die Pension und die Kneipe müssen mal dringend renoviert werden. Du, Simon, zusammen eine Wohnung. Wir hätten bestimmt eine Menge Spaß. Ja, bestimmt. Eine Menge Spaß. Macht's Spaß? Du tanzt wohl nicht gerne, ha? Doch, aber in der Disco. Wir können ja mal zusammen ausgehen. Klar, ich wollte mit Tom sowieso in den nächsten Tagen noch mal in den Club. Wenn du Lust hast, kommst du einfach mit. Zu dritt? Ja, klasse. Hilfst du mir beim Auspacken? Ich fand's übrigens ziemlich blöde von Tom, dich wegen eines blöden Kittels so anzumachen. Naja, irgendwie hat er doch recht. Die im Krankenhaus verlangen nun mal, dass er perfekt aussieht. Ja, aber trotzdem braucht er doch nicht gleich auszuflippen. Hm? Räumst du das bitte in den Kühlschrank? Danke. Nervt dich das nicht an Tom? Was? Dass er wegen Kleinigkeiten gleich an die Decke geht. Was? Er hat halt Temperament und? Das wird garantiert noch schlimmer. Erst motzt er dich an, weil du das Bett nicht machst. Dann, weil du seine Zahnpastatube benutzt hast und solche Sachen halt. Ich kenn das. Alexa, so wie du dich aufführst, da muss man schon mal ausrasten. Zu mir ist Tom ganz anders. Ich zahle den Salat nicht. Du willst den Salat, den du gerade gegessen hast, nicht bezahlen? Er hat nicht geschmeckt. Du hast ihn aber gegessen, also komm, jetzt rück mal die 12 Mark raus. Du mich auch. Sag mal, wie läuft's denn mit deiner Angebeteten? Machst du Fortschritte? Ja, ich soll mich jetzt schon aus ihrem Leben raushalten. Nettes Mädchen, diese Alexa. Eigentlich ist sie total nervig und zickig, aber irgendwie ist... Magst du sie genau aus diesem Grund? Tja, wie wär's denn mit einem dritten Gedicht? Oder eine Runde Motorrad fahren? Ach, ist, glaube ich, völlig egal, was ich mache. Für sie bin und bleibe ich der kleine, dumme Christian. Kopf hoch. Ich würde von dem Rotwein gerne eine Flasche mit aufs Zimmer nehmen. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Hat das auch was mit Frauen zu tun oder gibst du dich einfach so zu? Frag nicht. Setze die Flasche auf meine Rechnung. Christian, Alexa, was machst denn du hier? Ich war ziemlich eklig vorhin. Vorhin? Du bist immer eklig zu mir. Bitte. Ich habe das gar nicht so gemeint. Ich mag dich doch total gern. Weißt du, vielleicht einfach nur über ein Wochenende. Clarisse. Hier ist später der Abend. Wusste ich doch, dass ich dich hier finde. Richte deinem Anwalt aus, dass ich dir meine Villa in Südfrankreich ganz gewiss nicht überlassen werde. Du wirst nicht drum herum kommen, denn das Zauberwort heißt zugewinnen. Du wirst dich noch wundern. Sonst noch was? Bist du heute wieder unfreundlich? Ich hab dir doch gar nichts Ja, getan. aber du warst gestern ja ungeheuer freundlich. Du wirst immer so fürchterlich melancholisch, wenn du von deinem Sohn sprichst. Ja, das kannst du natürlich nicht verstehen. Nein, dein aktueller Partner ist selber schuld, dass er seinen Sprössling nie gesehen hat. Ach, Clarissa, du hast ihn doch eiskalt erpresst. Wer sich auf illegale Geschäfte einlässt, muss mit sowas rechnen. Kann man nur so herzlos sein? Herzlos, ich. Peter hat mich monatelang mit Ingrid betrogen. Vielleicht braucht er einfach nur Liebe? Du wirst schon sehen. Bald betrügt er dich auch. Nur im Gegensatz zu mir wirst du es gar nicht merken. Clarissa, da ist der Ausgang. Du wirst noch an mich denken, Charlie.
anderes sichtbar zu machen. Ja. Und die Ladung waren für einen Superangebot auf die Fahrradtage. Ja, die Badehose, die du wolltest. Brauche ich nicht mehr, ich bleib zu Hause. Gute Entscheidung. Ich weiß nicht. Ich hab Nina so gern, ich will ihr eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen. Das ist aber die beste Lösung. Dieses aus den Augen, aus dem Sinn, das hat bei mir noch nie funktioniert. Ja, außerdem sehe ich sie sowieso jeden Tag. Unten in der Kneipe, hier auf dem Flur. Oder in eurer gemeinsamen Wohnung. Was? Nina erwägt, zusammen mit dir in eine Wohnung zu ziehen. Das ist ja großartig. Du musst Klartext mit ihr reden. Sag ihr, dass du in sie verliebt bist. Woher soll sie denn sonst wissen, was mit dir los ist, ha? Vergiss es. Da wäre unsere Freundschaft im Eimer. Die heile Welt steht hoch im Kurs. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches um diese Uhrzeit? Ich will wissen, was Sie mit Max Jansen vorhaben. Gar nichts. Möchten Sie auch eine? Ach, lenken Sie nicht ab. Was soll die Nummer mit dem Foto? Und wieso behaupten Sie, Maxis Mutter zu kennen? Was heißt hier behaupten? Ingrid war früher meine beste Freundin. Ich bin nicht blöd. Sie planen doch etwas. Sie irren sich. Max Jansen interessiert mich nur, weil ich seine Mutter kannte. Den Unsinn können Sie den Pferden erzählen. Was haben Sie vor? Nichts. Tja, wenn Sie partout nicht mit der Wahrheit rausrücken wollen. Max findet es bestimmt sehr interessant, dass Sie mich zum Schnüffel angeheuert haben. Am besten erzähle ich es ihm gleich. Oder wollen Sie mich doch einweihen? Komm, jetzt sei nicht nachtragend. Ich wollte dich doch gar nicht beleidigen. Mir ist das alles nur so rausgerutscht. Okay. Schwamm drüber. Echt? Ein Glück. Ich habe schon gedacht, du willst gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Dabei brauche ich dich doch noch. Mich? Sehr sogar. Ach komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Absolut. Wer könnte mir besser helfen, an Uli ranzukommen? Herein. Prost. Bist du dir sicher, dass du in diesem Zustand mit mir schwimmen willst? Warum siehst du nur so verdammt gut aus? Wie bitte? Nina. Hör mir mal gut zu. Wir können in nächster Zeit nichts mehr zusammen machen. Ja, aber wieso denn nicht? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Ich habe mich in dich verliebt. Ach je.